Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Ich habe für euch die ganze Legolandstadt aufgebaut, von 1969 bis 1974, mit 25 Häusern und 65 Autos. Heute gibt es den ersten Teil von 69 bis 71. Am Stadtrand stehen das Ferienhaus, der Bungalow und die Villa von 69. In diesem Jahr gab es nur ein einziges Auto, den kleinen weißen Sportwagen mit dem schwarzen Verdeck. Dasselbe Auto war bei 2 verschiedenen Häusern dabei. 1970 gab es 8 neue Fahrzeuge, 3 davon waren auch in der gelben Feuerwache enthalten. Hier kommt das Auto mit dem kleinen Wohnwagen, der mit der Kugelgelenkkupplung angehängt ist. Das Auto ist etwas größer als der Sportwagen. Es gab auch einen schönen gelben Oldtimer mit schwarzem Dach und 2 transparenten 1x1-Platten als Scheinwerfer. Hier ist der rote, dreiachsige geschlossene Lastwagen mit einem Kastenaufbau und 4 Seitentüren für den Laderaum. Auf Englisch wird dieser Laster fälschlicherweise als Feuerwehrauto bezeichnet. Der Shell-Tankwagen ist der erste Sattelschlepper. Die Stützräder kann man ausklappen und den Auflieger abstellen. Die Zugmaschine ist auf einer besonderen 4x8-Platte mit Zughaken gebaut und der Auflieger auf einer 4x16-Platte, die hinten ein Stein hoch ist. Der rote 1x2-Stein hat das schöne alte Shell-Logo und die Schrift ist auf einem gelben 1x6-Stein gedruckt. Ein bedrucktes rotes Kreuz haben wir auf der Seite des kleinen Krankenwagens. Der dreiachsige Abschleppwagen hat auf der Ladefläche den Abschleppkran. In dieser Form wurde er bis 2001 verwendet. Auf der Kabine hat der Abschlepper Blaulichter wie ein Feuerwehrauto. Das dreiachsige Feuerwehrauto hat einen Geräteraum mit links und rechts jeweils einer Tür und am Dach eine zweiteilige ausziehbare Leiter auf einem Scharnier. Die Türen kann man öffnen, aber für die Drehleiter fehlt bei diesem Modell der Drehteller. Im Einsatz muss man sie quer auf das Dach klemmen. Alle diese 3 Fahrzeuge waren bei der gelben Feuerwache mit dem schwarzen Schlauchturm dabei. Die Feuerwehr, der Krankenwagen und der Abschleppwagen. Genau dieselben Modelle, die es auch in den Einzelpackungen gab. Das 8. Fahrzeug von 70 war eine kleine Gepäckkarre mit 2 Anhängern. Die gebaute Fahrerfigur ist der einzige Einwohner der menschenleeren Stadt. Die Gepäckskarre passt nicht so gut in die Stadt, sondern eher auf den Flughafen. Den ersten gab es schon 1970 exklusiv in den USA auf einer einzigartigen 50x50 Straßenplatte. Wieder mit einem kleinen Gepäckwagen, den man gleichzeitig mit der Anhängekupplung als Flugzeugschlepper verwenden kann. Die Flugzeuge sind sehr einfach, aber schön aus Platten gebaut, mit einem normalen weißen Miniradsatz als Fahrwerk. Es gibt noch ein zweites, 4achsiges Servicefahrzeug am Flugplatz, wahrscheinlich zum Betanken der Flugzeuge, zum Beladen oder als Einstiegstreppe. Das zweite Flugzeug ist etwas anders gebaut. Unter dem Cockpit gibt es 2 Rundsteine als Stützen. Jetzt lassen wir das Flugzeug starten, machen einen kleinen Rundflug und schauen uns die Legolandstadt von oben an. Die großen Flugzeuge starteten 72 mit dem Legoland-Jet. Mit den aufgedruckten Fensterreihen, den Einzelrädern als Fahrwerk und dem besonderen Seitenleitwerk.
1974 gab es einen neuen blauen Düsenjet mit besonderen Triebwerken und einem Seitenleitwerk, die dann später in der Weltraumwelt verwendet wurden. Es gab auch die neue Boeing 727 mit 2 normalen Düsentriebwerken am Heck und ein neues, besonderes Mitteltriebwerk und ein T-Leitwerk. Ein wirklich beeindruckendes Verkehrsflugzeug. 1970 gab es in Nordamerika von Samsonite auch einen zweistöckigen Autotransportsattelschlepper mit einem Drehteller auf der Zugmaschine. Ein neues Miniradset kombiniert mit den alten 1:87 Automodellen vom Stadtplan. Die 1:87 Autos passen weder im Maßstab noch im Detaillierungsgrad zum Sattelschlepper dazu. Es ist aber ein sehr interessantes Set wegen der einzigartigen Kombination. Die 50x50 noppengroße Straßenkreuzungsplatte wurde neben dem Flughafen auch für ein Wohnhaus verwendet. Hier hat sich der falsche Sportwagen vom Stadtzentrum eingeschlichen. Es war der kleine Normale mit dem schwarzen Verdeck von 69 dabei. Zum kleinen Hausset gehörte auch ein Wohnwagengespann. 1971 gab es 3 Kraft Velvita Promosets mit diesem Lieferwagen als drittes Auto. Beim ersten Werbeset waren ein kurzer roter Oldtimer und ein langer weißer Oldtimer dabei, ähnlich wie wir ihn schon als gelbes Modell gesehen haben. Und noch ein sehr gelungener gelber Abschlepptruck mit langer Motorhaube und mit dem üblichen Abschlepphaken. Im dritten Set war ein roter dreiachsiger Lastwagen mit weißer Plane dabei und ein gelber Lastwagen mit Kippmulde und einem Scharnier zum Abkippen. Jetzt kehren wir zurück zu unserer europäischen Stadt. Dort gab es 1970 in Großbritannien auch ein Werbeset, nämlich das legendäre Weetabix Castle, die allererste Legoburg auf alten, dicken 10x20 Grundplatten gebaut, farbenfroh, kreativ und gut gegliedert. 1971 bekam die Legolandstadt einen großen Aufschwung mit 13 neuen Fahrzeugen und 6 Gebäuden mit den neuen flachen 33-Grad-Dachsteinen. 2 Wohnhäuser, das Kieswerk und 3 Kleingebäude. Hier sehen wir die blaue Garage mit den automatischen Türen. Und die Shell-Tankstelle mit dem alten Logo. Ich habe hier leider nur das neue Schild. Es gibt ein neues Feuerwehrauto mit Anhänger und Drehleiter mit dem alten Logo auf der Vorderseite. Hinten ist die Mannschaftskabine offen. Auf der Ladefläche haben wir einen Drehteller mit Scharnier und einer zweiteiligen ausziehbaren Leiter. Das dritte kleine Gebäudeset mit Stadtgebäuden ist der gelbe Kiosk mit Telefonzelle. Als getrenntes Set gab es das schwarze Taxi mit den bedruckten Seitenteilen und einer unbedruckten gelben Fliese am Dach. Hier kommt der Milchwagen mit Anhänger und der große Kühlsattelschlepper mit Thermoaufbau, mit dem alten Sattelauflieger mit Stützrädern wie beim Shell-Tankwagen. Den Laderaum kann man links und rechts mit 2 großen weißen Flügeltüren öffnen. Der zweite Sattelschlepper hat 2 Silozellen, die oben mit Rundsteinen verbunden sind. Die 2 neuen Wohnhäuser sind das Tiroler Haus und die Villa Romana mit den vielen neuen Rundbögen. Dahinter steht das neue Schotterwerk mit der beweglichen Förderanlage. In den 2 gefliesten Einfahrten stehen 2 Baumaschinen. Ein gelber Lastwagen mit schwarzer Kippmulde und ein blauer Löffelbagger mit einem Greifarm zum Beladen des Lastwagens.
Das Kieswerk hat ein neues Förderband mit einem Aufschütttrichter. Wir kippen hier die Ladung hinein. Der Lastwagen kommt in die Einfahrt unter dem Verladeturm. Mit der Handkurbel kann man das Gummiband laufen lassen und mit dem Förderband wird der Schotter in den Verladeturm transportiert und auf den Lastwagen aufgeladen. Die Fahrspuren der 2 Einfahrten sind auf der grünen Grundplatte mit grauen Fliesen belegt. Beim Bagger werden anstatt der Raupen einfach mehrere Radachsen hintereinander gesetzt, wie hier bei diesem kleinen Löffelbagger aus dem Kieswerk. Wir hatten als Kinder aber lieber die echten Gummiraupen aus dem Motorset und einen richtigen Drehteller für den Baggerwagen. Die 2 noppenbreiten Scharniere haben uns nie gestört. Sie sind sehr robust und halten in jeder Lage fest zusammen. Den Baggerarm könnte man aber ruhig auch noch etwas länger bauen. Im Standardsortiment gab es den kleinen blauen Frontladertraktor mit Anhängekupplung auf einer Ackerschiene. Als Hinterachse werden die großen Räder von 62 auf einem längs gestellten Achsstein verwendet. Wir haben hier den neuen Frontladerarm mit der Baggerschaufel. Dieser ist auch auf einem zweiten, gelben 2-Wege-Bagger montiert, mit 2 gleich großen Rädern, vorne der Frontlader und hinten der Löffelbaggerarm mit 2 Gelenken. Die Kabine ist vollverglast aus Transparentsteinen gebaut. Als weiteres Baustellenfahrzeug gibt es den großen Kran mit der neuen Seilwinde mit Metallkurbel und einem Zughaken, mit dem man Lasten hochheben kann. Der Kranarm ist aus einem langen und einem kurzen Scharnier gebaut. Das Zugseil wird durch ein Loch im Scharnier durchgeführt. Jetzt verladen wir den Container auf den Lastwagen. Der Kran fährt auf 4 Radsätzen, die wahrscheinlich wieder Raupen andeuten sollen. Der kleine Muldenkipper darf jetzt wieder zurück in seine Garage und wir lassen den großen gelben Schwerlastsattelschlepper einfahren, der schwere Eisenbahnschienen geladen hat. Wir öffnen die Ladungssicherung an den Rungen aus 3x2 Steinen und rufen wieder den Kran, um das Ladegut herunterzuheben. Es sind blaue Eisenbahnschienen, den Zug hatten wir ja schon ziemlich ausgiebig. Ich lasse ihn bei dieser Spielwelt einmal ausfallen. Bei der nächsten Spielwelt von 75 kommt er dann wieder. Jetzt drehe ich an der Kurbel und lade die Schienen ab. Bei der schweren Last bekommt der Kran natürlich sehr leicht Übergewicht. Wir stellen jetzt den Kran zur Seite, lassen die Schienen wieder herunter. Diesen Kran und andere Baumaschinen kann man mit den neuen Tiefladern transportieren, von denen 71 3 verschiedene herausgekommen sind. Hier kommt der erste blaue Tieflader mit dem Kran. Der Kran am Tieflader ist anders gebaut als in der Einzelpackung. Er hat nur einen einzigen Schriftstein auf der Rückseite. Der Tieflader ist 2 Platten tiefer gesetzt und liegt genau auf den Achsen. Hinten gibt es eine empfindliche Rampe, mit der man sehr vorsichtig sein muss. Auf der Ladefläche sind 2 Radkeile, mit denen die Fahrzeuge gesichert werden. Es gibt keine Stützräder und hier sehen wir das halb beschädigte Scharnier. Jetzt stellen wir die 2 Kräne zur Seite und fahren mit dem zweiten blauen Tieflader ein, der den großen Löffelbagger bringt. Der Tieflader hat Kotflügel aus 2 1x4 Steinen aufgesteckt. Jetzt schließen wir die Rampe wieder vorsichtig und stellen den Tieflader beiseite. Der Löffelbagger hat eine nach vorne gedrehte Schaufel, das wird bei Legoland oft so gemacht und erinnert an die alten Seilzugbagger.
Der dritte Tieflader ist gelb und transportiert den kleinen blauen Frontlader, den wir uns schon angeschaut haben. Wir lassen wieder die Rampe ab und fahren mit dem Frontlader herunter. Der kleine blaue Frontlader ist genau dasselbe Modell wie in der Einzelpackung. Die kleine rote Baggerschaufel, das Lego-Logo auf der Motorhaube, das große Hinterrad und die Anhängekupplung auf der Ackerschiene. Ein weiteres Baustellenset ist der kleine Kurzhauber-Lastwagen mit dem roten Bauwagen. Der Aufbau am Bauwagen ist kürzer als die Grundplatte. Mit diesem netten Set sind wir für heute auch schon am Ende des ersten Teiles angelangt. Nächsten Freitag gibt es dann den zweiten Teil mit der Legoland-Stadt von 72 bis 74. Ich habe schon alles aufgebaut und freue mich, wenn ihr am nächsten Freitag wieder zuseht. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen!